Wie lecker. Ein Käsekuchen, ein ganzes Blech voll mit Kirschen und mit Streuseln drauf. Super lecker. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nabisco-Stunde. Und wie schon gesagt, wir machen heute ein ganzes Blech voll mit leckerem Kuchen. Und deswegen machen wir zuerst mal jetzt den Teig, den Mürbeteig. Dazu vermische ich Backpulver mit Mehl, bzw. Mehl mit Backpulver und vermische auch dann Zucker mit Vanillezucker. Und für den Teig verwenden wir natürlich auch noch so richtig viel Butter. 250 Gramm, die geben wir in eine Schüssel rein und die schlagen wir dann kräftig durch, dass die Butter richtig cremig wird in dieser Rührschüssel. In diese Butter geben wir dann unsere Zuckermischung hinzu und die rühren wir auch wieder kräftig durch. Ja, das gibt schon eine große Menge an Teig. Ja, warum? Weil wir natürlich ein ganzes Blech voll machen. Und in den Teig geben wir dann deswegen weiter noch eine Prise Salz hinzu und 2 Eier. Die 2 Eier schlagen wir natürlich nacheinander hinein in den Teig und rühren immer jeweils kräftig durch. Zum Schluss geben wir jetzt noch das Mehl hinzu und kneten das Ganze richtig gut durch. Dann findet sich natürlich dadurch, dass wir durchkneten, die ersten Bröseln zusammen. Kurz bevor jetzt dann der große Teigbollen entsteht, teilen wir den Teig. Das heißt genauer gesagt, wir entnehmen vom Teig so circa 1/3. Aus diesem Drittel werden nachher die Streusel gemacht. Aus dem Teig, der sich noch in der Schüssel befindet, formen wir dann eine Kugel und stellen sie beiseite. Weiter können wir weitere Vorbereitungen machen, zum Beispiel das Backblech mit Backpapier auskleiden oder schon mal auf die Arbeitsfläche, wo wir nachher den Teig ausrollen, Mehl drauf geben. Tja, wir wollen natürlich das Blech, das komplette Blech mit Teig auskleiden. Ah, da haben wir natürlich was vor. Da müssen wir den kompletten Teig ausrollen und es gibt eine richtig große Fläche. Um den Teig einfach besser ins Blech zu bekommen, teile ich den einfach wie eine Pizza. Dann nehme ich einfach einen Kuchenschieber und nehme die eine Hälfte vom Teig, gebe sie auf das Backblech drauf und später dann die zweite Hälfte drauf. So geht das einfach besser. Okay, der Teig wäre jetzt nun im Blech drin und jetzt können wir schon mal weitere Vorbereitungen treffen, indem wir die Schattenmorellen, sprich die Kirschen, abtropfen lassen und weiter noch Zucker mit Vanillezucker mischen. Dann geht es schon mal an die Rührschüssel und dort geben wir Butter hinein. Wenn dann die Butter schön cremig wurde, geben wir auch hier jetzt die Zuckermischung hinzu und rühren weiter kräftig durch. Ihr wisst es vielleicht schon, ich nehme immer richtig viel Eier für meinen Käsekuchen. Und deswegen kommen hier jetzt 4 Eier rein. Natürlich schrittweise und jedes Ei schlagen wir kräftig durch.
Um den Geschmack noch zu verbessern, reiben wir noch ein bisschen Schale einer Zitrone hinein. Natürlich solltet ihr aufpassen, dass ihr das Weiße nicht mit abschabt, weil das macht das Ganze bitter. Bei der Gelegenheit geben wir noch Maisstärke hinzu. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine ganze Packung Vanillepuddingpulver mit hineingeben. So, jetzt rühren wir das Ganze wieder gut durch. Jetzt kommt einer der Hauptdarsteller mit hinein, und zwar der Quark. Dann nehmen wir ein ganzes Kilo Quark und geben das hinein und rühren das Ganze gut durch. Natürlich nicht auf höchster Stufe, weil jetzt wollen wir keine Blasen mehr in die Masse hineingeben. So, die Quarkfüllung, sprich die Quarkmischung ist fertig. Wir geben sie jetzt auf den Mürbeteig drauf und streichen sie schön glatt. Jetzt wäre es auch mal Zeit, an den Ofen zu denken, weil jetzt könnte man ihn auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Weil jetzt geht es nicht mehr lange und er kommt in den Ofen hinein. Denn nur noch zwei Dinge fehlen. Und das sind die Kirschen, die kommen dann als nächstes drauf, und die Streuseln. Die sind der krönende Abschluss. Aber nochmal zurück zu den Kirschen. Wenn jetzt dann die Kirschen drauf sind, dann drücken wir sie noch ein bisschen in die Füllung rein. An dieser Stelle muss ich sagen, wer auf Kirschen steht, der kann natürlich die Menge verdoppeln, um noch mehr Kirschen drauf zu haben. Wie schon angekündigt, geben wir jetzt als letztes dann die Streuseln drauf. Wie ihr euch daran erinnern könnt, haben wir ja etwas Teig übrig gelassen und den verwenden wir jetzt für die Streusel. Dann ist es soweit, der Ofen hat die Temperatur erreicht. Wir können jetzt den Kuchen in den Ofen schieben und in dem Ofen verbleibt er jetzt für 45 Minuten. Nach der Zeit holen wir aber den Kuchen jetzt nicht einfach raus, sondern wir lassen ihn in dem Ofen abkühlen. Bei ausgeschaltetem Ofen öffnen wir die Ofentüre einen Spalt weit. Erst danach können wir ihn rausholen. Ja, und nachdem er jetzt lauwarm ist, können wir ihn schon anschneiden, weil bei diesem Blechkuchen, bei diesem Käseblechkuchen, können wir den Kuchen anschneiden, obwohl er noch warm ist. Mann, stellt euch das mal vor, einen lauwarmen Käsekuchen probieren, mit Streuseln drauf. Es gibt nichts Besseres, meine Lieben. Jetzt schaut euch mal, wie dieses Stückchen aussieht. Super lecker, oder? Okay, meine Lieben, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Also tschüss, meine Lieben, bleibt gesund und bleibt am Ball.